Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Zunächst herzlichen Dank für die vielen Genesungswünsche, die mich vor allen Dingen über Facebook erreicht haben, wo ich das erste Video im privaten Teil auch verlinkt habe. Heute möchte ich euch berichten, wie es denn eigentlich zu dem Desaster gekommen ist, genauer gesagt die Wege und Irrwege, die mich letztlich in die falsche Richtung geführt haben. Mit einem Urologen hatte ich sehr lange nichts zu tun, wenn man von den letzten Monaten absieht. Genau gesagt, das war 2009, wo mich mein Hausarzt mal dahin geschickt hat. Ich habe nämlich seit etwa 25 Jahren regelmäßig so alle 2-3 Jahre meinen PSA-Wert prüfen lassen. Und der war in den ersten Jahren immer regelmäßig unter 1, also ohne Probleme. Und dann war der plötzlich einmal über 5. Da hat er mich hingeschickt und beim Urologen war dann aber alles in Ordnung und wieder ein Wert unter 1, 0,85, wie ich hier sehe. Und die Ursache, das hat sich später dann rausgestellt, war eine Fahrradtour, die ich kurz vorher gemacht habe. Also Radfahren sollte man vor einem PSA-Test unbedingt vermeiden, weil das die Werte verfälscht. Ich hatte also immer gute Werte mit der Prostata. Irgendwann stiegen die mal so auf etwas über 1, aber das ist alles noch unbedenklich, solange das nicht an die 4 rangeht. Wie sicher etliche von euch auch, entwickelte sich bei mir allerdings auch nachts mal ein Harndrang, dass ich da ab und zu aufstehen musste. Aber das war einmal normalerweise in der Nacht und hat mich eigentlich auch nicht weiter gestört. Ich habe dann mal irgendwann so was bestellt, Prostagut Duo, da ist so Sägepalmenfrüchte steht da und Brennnessel-Trockenextrakt drin. Soll angeblich helfen, bei mir war keine große Änderung, aber gut, ich habe es mal probiert, aber wie gesagt, kein großes Problem. Ja, dann war also jahrelang Ruhe und dass ich dann überhaupt in diesen Schlamassel reingekommen bin, hat eigentlich mit meinem Rücken zu tun. Ansonsten ging es mir heute wahrscheinlich gut und ich wüsste überhaupt nichts Konkretes über meine Prostataprobleme. Ich hatte nämlich vor 1,5 Jahren gelegentlich Schmerzen in der Lendenwirbelsäule und dann hat mich mein Orthopäde schließlich mal zu einem MRT geschickt. Da gab es zwar so ein paar kleinere Sachen, die da auffielen, aber hauptsächlich gab es ein anderes Problem. Und zwar stand denn da nebenbefundlich deutlich prall gefüllte Harnblase mit fraglich divertikelartiger Ausstülpung nach rechts. Und da haben die gesagt, da sollten sie mal unbedingt zum Urologen gehen. So, mein alter Urologe war aber schon im Ruhestand und ja, das war dann vielleicht mein erster Fehler, anstatt mal rumzufragen, wer kennt denn einen guten Urologen, habe ich ins Telefonbuch geguckt, einfach angerufen bei einem bei uns in der Nähe und ich war fast ein bisschen erstaunt, weil ich relativ zeitnah einen Termin bekommen habe. Fahre dahin, zeige ihm den Befund. Es wurde gleich eine Untersuchung von ihm gemacht und er hat also festgestellt an dem Tag, dass es fast 400 Milliliter Resthahn war in meiner Blase und er hat gesagt, das ist zu viel, da können Sie Infektionen bekommen und wenn es ganz schlimm wird, kann es auch irgendwann die Nieren angreifen. Damit hat er natürlich grundsätzlich recht und ich habe dann auch regelmäßig, was er mir da verschrieben hat, also Tamsublock heißt das, genommen und das soll also die Prostata beweglich machen und dann dieses Problem beseitigen. Bei vielen hilft es anscheinend auch, aber bei mir leider nicht, wie nach einem Vierteljahr festgestellt wurde. So, also ich bin also nach einem Vierteljahr bei dem Urologen wieder hin, nachdem ich dieses Tamsublock jeden Tag genommen hatte. Und leider war auch an dem Tag ein Resthahn von fast 400 Milliliter und was natürlich viel zu viel ist. Und da hat allerdings der Urologe dann mir gleich eine Überweisung ins Krankenhaus aufgestellt, dass ich eine Prostata-OP machen lassen soll.
Ich habe zunächst mal protestiert, weil ich von einem Fall wusste, das nicht so ganz gut ausgegangen ist. Und allerdings ging es damals um eine Prostata-OP mit Krebs. Und bei mir ist es ja gutartig, immerhin. Was mir eben im Nachhinein nicht gefallen hat, ist, dass er nicht noch ein anderes Medikament ausprobiert hat, sondern mich gleich eben zur OP schicken wollte. Und wie ich dann später so herausgefunden habe, hätte es da durchaus noch andere Medikamente gegeben. Und das war also der erste große Fehler. Und leider bin ich damals auch nicht auf den Gedanken gekommen. Und mein zweiter großer Fehler war, ich hätte unbedingt da eine Zweitmeinung einholen sollen. Und dann hätte mich vielleicht der andere Urologe mal darauf gebracht, dass man erstmal vielleicht noch ein anderes Medikament ausprobieren kann. Und vielleicht wäre er auch auf etwas gekommen, was ich dann leider auch erst viel später gelesen habe und auch nur an einer Stelle. Das war also nicht so geläufig, auch nicht bei Google und auch nicht mit KI. Diese eine Geschichte, das war nur von einem Krankenhaus, habe ich dann das irgendwo mal gelesen. Und zwar im fortgeschrittenen Alter, und dazu gehöre ich ja nun mal mit 78, sollte man auch unbedingt vor einer Prostata-OP erstmal prüfen lassen, ob es nicht vielleicht Probleme auch mit dem Schließmuskel gibt. Das könnte nämlich auch eine Ursache sein. Also all das ist unterblieben. Aber ich meine, normalerweise kann man ja auch nicht immer erwarten, dass der Patient klüger ist als der Urologe. Und dass der einen gleich zur OP schickt und nicht erst an sowas denkt mit anderen Medikamenten oder eben, dass vielleicht noch eine andere Ursache vorliegen könnte. Ja, jetzt war also die Sache so, soll ich das machen oder nicht? Ich hatte immer noch große Bauchschmerzen dabei und zumal wir im November eine schöne Reise vorhatten nach Gran Canaria und anschließend eine Schiffsreise. Und die wollte ich eigentlich gerne machen. Hätte ich eigentlich auch gemacht. Aber dann ergab sich leider, eventuell durch den ganzen Stress, den ich mir gemacht habe in der Zeit, ein anderes Problem. Ich hatte plötzlich über 13 Stunden Harnverhalt. Und da kriegte ich dann schon langsam Panik und hätte beinahe auch die 112, also den Notruf da betätigt. Aber habe dann doch noch vorsichtshalber die 116, 117 angerufen, wo ja so Bereitschaftsärzte sind. Und da hat mir einer geraten, machen Sie doch mal einen schönen Brennnesseltee und probieren das aus. Und wenn das dann immer noch nicht wirkt, dann müssen Sie allerdings spätestens nach 24 Stunden in die Notaufnahme. Brennnesseltee gemacht und tatsächlich hat eine Weilchen noch gedauert, aber dann kam was. Da war ich erstmal erleichtert, aber leider ist nach ein paar Tagen die Sache nochmal passiert. Zwar vielleicht, weil ich jetzt den Tee hatte, war dann nach 10 Stunden Schluss, aber das hat mich natürlich sehr aufgeregt. Und ich dachte zunächst mal an die Reise und ob ich die dann noch machen kann überhaupt. Und ich meine, in Gran Canaria gibt es ein Krankenhaus auch oder mehrere. Also das ist dann nicht das Problem gewesen, aber wie wäre es denn auf dem Schiff gewesen die Woche? Und ich habe mich da mit TUI in Verbindung gesetzt und die haben gesagt, ja, wir haben zwar ein Bordhospital, aber keinen Urologen an Bord. Also Katheter legen können wir leider nicht. Ja, und so stand ich nun da mit dem Schlamassel. Und was übrigens im Nachhinein auch noch eine Sache ist, die mich ab und zu verrückt machen könnte, ist, wir wollten uns an Bord mit einer alten Bekannten treffen, die früher mal als Krankenschwester gearbeitet hat. Und ich hätte die mal anrufen sollen, kannst du im Notfall auch mal einen Katheter legen? Und wie sie mir dann später sagte, hätte sie das gekonnt. Und dann wäre die ganze Sache auch anders verlaufen. Aber daran habe ich in der Situation auch nicht gedacht. Und mir ging es dann eben darum, sagst du die Reise jetzt ab, ja oder nein? Und
Das Risiko war mir dann auch zu groß. Ich wollte ja nicht mit dem Hubschrauber da von Bord evakuiert werden oder so etwas. Also habe ich zunächst die Reise abgesagt, hatte zum Glück eine Reiserücktrittsversicherung. Aber jetzt ging es darum, wo lässt du die OP machen? Das ist ja die allerwichtigste Frage. Und da habe ich leider wohl meinen größten Fehler gemacht. Denn ich habe mich zwar im Vorfeld da informiert und das ist so eine alte Methode, wo früher, da wurde also mit irgendeiner elektrischen Schlinge was ausgeschält und es war eine recht blutige Angelegenheit. Das war wohl in den meisten Kliniken vorbei. Nicht grundsätzlich vorbei, aber es wurde weniger angewandt und stattdessen dominierte der Laser. Aber da habe ich mich eben zu sehr darauf konzentriert, was ist jetzt vielleicht der beste oder neueste Laser für mich. Und da gibt es zwei, vor allen Dingen HoLEP und TULEP. Und TULEP hat wohl weniger Nebenwirkungen noch als HoLEP, aber mit HoLEP gibt es eben mehr Erfahrung. Und das unterm Strich wäre für mich wichtiger gewesen. Ich habe mich aber leider mehr an TULEP orientiert und habe da mal geguckt und hatte eigentlich ein Berliner Krankenhaus im Blick. Und nebenbei habe ich dann aber auch gemerkt, dass bei uns ein Krankenhaus in der Nähe auch diesen Laser hat. Ich habe dann da mal angerufen und die haben gesagt, ja, der wird angewandt und das einzige Problem war da, dass die eben erst, weil sie noch nicht lange hatten, erst so zu dem Zeitpunkt 35 Eingriffe damit gemacht hatten. Also jeder, der Oberarzt und wohl und der Chefarzt auch. Und ja, also ich neigte also deutlich eher zu dem Berliner Krankenhaus, habe dann aber ein bisschen rumgefragt. Da wurde mir vom Urologen gesagt, ja, gehen Sie ruhig nach Nauen, da habe ich keine Bedenken. Das stand auch auf der Verordnung Nauen drauf, die allerdings nicht unbedingt bindend ist. Auch sonst hörte ich, ja, die machen das eigentlich ganz gut. Und ich war aber immer noch unschlüssig und ich hatte ein unbehagliches Gefühl dabei, weil die eben erst so wenig Eingriffe hatten, während da in anderen Krankenhäusern sind das dann gleich Hunderte. Ich habe dann schließlich jemand angerufen aus dem medizinischen Bereich, den ich sehr gut kenne. Und er hat zu mir gesagt, ja, er kennt sogar den Chefarzt da in dieser kleineren Klinik und er hat auf ihn einen sehr guten Eindruck gemacht und er würde dahin gehen. Und ich habe noch gesagt, naja, aber das sind doch eigentlich ein bisschen wenig Eingriffe. Und da meinte dann mein Bekannter, ja, dann gibt er sich doch besonders viel Mühe. Während sonst kann auch mal in der Routine auch ein Fehler passieren. Irgendwie hat mich das dann umgestimmt, dass ich letzten Endes mich für diese Klinik entschieden habe. Das war wohl der größte Fehler meines Lebens und darum mache ich auch dieses Video, um andere zu warnen. Also die Erfahrung ist ein unheimlich wichtiger Punkt. Und dann natürlich auch, wenn dann doch mal was schief geht, ist vielleicht die Größe eines Krankenhauses, wenn die eine größere urologische Station haben, auch besser, weil man da vielleicht eher noch was machen kann. Ja, also ich hatte mich aber dann leider doch für dieses kleinere entschieden. Jetzt kommt noch ein letzter wichtiger Punkt, und wo ich noch hätte ausscheren können, war es so, es gab ja dann eine gute Woche vor eine Voruntersuchung. Und das hat mir da in dem Krankenhaus nicht so gefallen, weil alles ein bisschen hektisch war. Und was eben vor allen Dingen mich gestört hat, als ich denn endlich zu dem Urologen rein sollte, da kriegte ich dann eben so einen Aufklärungsbogen erst direkt vor. Ich hatte also kaum einen Satz da gelesen und wurde schon reingerufen. Der hat dann zwar einiges erklärt, auf jeden Fall, was wichtige Punkte sind aus dem Bogen. Und es gab auch eine Untersuchung. Aber trotzdem hatte ich ihn ja nicht gelesen, den Bogen. Und dann gab es noch einen zweiten Punkt, der eigentlich mich hätte auch stutzig werden lassen sollen. Und zwar, er sagte so nebenbei bei der Untersuchung, so groß ist Ihre Prostata eigentlich auch nicht und
da hätte ich eigentlich fragen sollen, oder eigentlich hätte ich es auch von ihm erwarten können, ist denn so eine OP überhaupt erforderlich im Moment? Oder sollte man vielleicht doch noch andere Untersuchungen machen? Aber das hat er nicht angesprochen und bei dem vielen, was da diskutiert wurde, ist mir das dann irgendwie auch entfallen. Und dummerweise, und das ist nun auch ein ganz großer Fehler gewesen, habe ich denn da dann gleich auch unterschrieben. Ich hätte eben sagen müssen, ich gehe jetzt mal raus, lese mir alles mal gründlich durch und nehme so einen anderen Patienten noch zwischendurch dran und dann gebe ich Ihnen das. Oder eben auch nicht. Und ich weiß nicht, so im Nachhinein, ich hätte da eigentlich Bedenken haben müssen und vielleicht sagen müssen, ich möchte doch noch eine Zweitmeinung haben. Zumal, und das war auch recht merkwürdig, das habe ich dann aber erst später auch gesehen, dieser Aufklärungsbogen, der bezog sich gar nicht mal direkt auf die TULIP-OP, die ich gemacht habe und die ich ja da machen wollte zu dem Zeitpunkt, sondern auf dieses Verfahren davor, was davor auch der Schwerpunkt war. Und ich habe zwar dann später mal angerufen, habe gesagt, wir machen doch TULIP und nicht dieses andere. Und das wurde mir auch bestätigt, ist ja auch gemacht worden. Aber das ist ja schon mal eine recht komische Angelegenheit. Die haben mir dann gesagt, ja, der Bogen gilt für beides und wir haben dann keinen speziellen Bogen da und so. Und ja, auf jeden Fall bin ich also in diesem Krankenhaus, in dem Fall muss ich sagen, in dem falschen Krankenhaus gelandet und die bösen Dinge nahmen dann ihren Lauf. Und davon werde ich dann im dritten Video erzählen. Ich glaube, für heute reicht's mir erstmal und euch wahrscheinlich auch. Danke fürs Zuschauen und alles Gute.